Jo Leute, kommen wir zum Abschlussfazit. Nachdem wir jetzt hier 16 Tage auf Sardinien mit dem Motorrad unterwegs waren, wie es uns denn gefallen hat. Schenkt dem Video einen Daumen nach oben, damit das Video mehr Reichweite bekommt. Teilt es mit euren Freunden, wenn ihr findet, dass auch die mal nach Sardinien fahren sollten. Der Ruf, der Sardinien vorausgeeilt ist, war ja Premium fantastisch. Also wir haben beide nur Gutes gehört, vor allem über das Reisen mit dem Motorrad hier auf der Insel. Und der Ruf wurde leider enttäuscht. Zunächst muss man sagen, also ich glaube, das war also der erste Eindruck. Oder empfindest du es im Gesamten auch nach wie vor so jetzt am Ende? Nee, aber die ersten Tage, die ersten Momente, wo man auf die Insel kam, man war so, wow, jetzt kommt hier das fantastische Karibik-ähnliche Flair, was einem versprochen wurde. Und dann fuhr man auf die Insel und dachte sich so, okay, genau, das sind mega viele Wohnmobile, vertrocknete Landschaft, keine schönen Campingplätze und irgendwie fehlte bis zum Campingplatz am Meer unten, das war dann der dritte, den wir hatten, fehlte uns da echt so dieses Wow. Das ist auf jeden Fall einer der Negativaspekte, wenn ein Reiseland so hoch gelobt wird, dass dadurch natürlich auch die Fallhöhe extrem tief ist. Dieses Phänomen hatten wir leider. Zudem kam noch die anfängliche Problematik, dass ja mein Sehner kaputt war und wir da irgendein Ersatzgerät suchen mussten und somit erstmal von der Fähre runter den Auftrag hatten, wo gibt es hier irgendwelche Motorradgeschäfte, erstmal umorientieren, gucken, wie kommen wir am schnellsten hier in die größeren Städte, haben dann ein paar Sachen abgeklappert, die konnten uns aber alle nicht weiterhelfen. Dementsprechend sind wir dann natürlich auch nicht sofort jetzt irgendwie die besagten Traumstraßen gefahren und das hat den Effekt natürlich dann noch verstärkt und selbst als wir dann nämlich auf Strecken kamen, wo es dann schöner wurde, trat der Effekt dann nicht so richtig ein, dass man jetzt dachte so, wow, jetzt ist es hier absolut mega und fantastisch, sondern dann war man irgendwie schon so voreingenommen von dieser Negativstimmung. Ja, dass erstmal so der erste Eindruck einfach nicht so war, wie erhofft. Dazu kam sicherlich auch die Campingplatzsituation, die hier auf Sardinien für mich sehr überraschend war, nämlich ich dachte gerade, weil das hier so für Touristen die Hochburg ist, dass die auch dementsprechend luxuriöse Campingplätze haben, aber dem war jetzt nicht so. Ich hatte mich beim ersten Campingplatz echt gewundert, dass die da kein Toilettenpapier und keine Seife haben und die Sauberkeit jetzt auch nicht so mega war. Ich habe mich dann mit der Zeit daran gewöhnt, weil keiner der Campingplätze, die wir hier auf Sardinien angefahren sind, hatte Toilettenpapier oder Seife. Das ist hier wohl so gang und gäbe. Das hat mich echt überrascht und vor allem hat mich das überrascht in Kombination mit den recht hohen Preisen für das Campen hier. Also wir haben von 26 €, und das haben wir glaube ich nur zweimal bezahlt, bis hin zu 35 oder 34 €. Und das ist, glaube ich, hier so der normale Preis. Es sei denn, man nimmt nochmal so Premium-Plätze, da zahlt man locker nochmal einen Zehner drauf. Das Ganze muss man eben, unterbreche ich, Entschuldigung, in der absoluten Nebensaison, die hier am günstigsten ist. Also wir sind jetzt gerade in der günstigsten Jahreszeit hier. Ansonsten zahlt man hier bei den Plätzen bis zu 60 €. Und das ist echt schon eine Menge Geld für das, was man da geboten kriegt. Wenn man sich da im Voraus informiert, ich hatte da als Reisevorbereitung einmal bei Google Maps so ein bisschen rumgeguckt, dass wir rund um die Insel überall mal so ein paar Plätze, habe ich da angeschrieben und gefragt, bis wann die offen haben. Und die habe ich mir natürlich auch angeschaut mit Bildern und Rezensionen und da war die Erwartung halt eine ganz andere, weil auf den Fotos sieht das echt super top aus. Es sieht aus, als wäre man direkt am Meer, würde quasi mit dem Zelt am Strand stehen und dann kommt man da an und sieht, das ist überhaupt nicht so. Dazwischen liegt dann noch eine Straße und ein Zaun mit 5 Minuten Fußweg von seinem Zelt aus und das ist dann natürlich nicht so schön. Ne? Ja. Wenn man dann als Panoramablick aus seinem Zelt statt das Meer einfach nur irgendwelche anderen Wohnmobile hat. Genau, das war dann aber auch erstmal von uns Unzufriedenen, wie sagt man das nicht, Unzufriedenen, die Deutschen. Die Deutschen, die meckern ja immer. Dem Ruf sind wir jetzt gerecht geworden, reicht dann aber auch erstmal mit Meckern, weil außer diesen Punkten gibt es erstmal nichts zu meckern, von meiner Seite zumindest nicht. Thema Jahreszeit. Wir sind ja jetzt im Oktober unterwegs gewesen hier und ich finde, das war auf jeden Fall die richtige Wahl. Ich würde niemals früher fahren, also September vielleicht noch, aber so Juni, Juli, Hochsommer kannst du dir, glaube ich, echt knicken als Motorradfahrer. Du schwitzt dir den Wolf
und auch mit dem Zelt. Ich glaube, ich könnte das dann nicht genießen. Und wie du gerade schon angesprochen hast, der Vorteil ist einfach auch, wenn man so im Oktober fährt, man ist so am Rand dessen, was da überhaupt noch möglich ist. Die Campingplätze schließen ja meistens danach Genau, auch. einige haben nur bis Mitte Oktober geöffnet. Das hat aber schon zu. Da wurde es jetzt bei uns gegen Ende auch schon eng. Also da haben wir ein paar angesteuert, die dann schon zu hatten. Genau, aber dafür sind sie eben dann auch sehr, sehr günstig. Und das ist ein ganz großer Pluspunkt. Sehr günstig ist relativ. Ne? Aber im Vergleich, Aber, ich sag jetzt mal, diese Lodge, die wir jetzt zum Schluss hatten, das Zelt, das Premium-Zelt, hat halt in der Saison 100 € mehr gekostet pro Nacht. Und, was einfach das Dreifache ist, ne? In dem Fall fast. Wettermäßig Oktober auf jeden Fall absolut empfehlenswert, absolut top. Was anderes könnte ich mir auch gar nicht vorstellen, weil wir hatten hier auch teilweise 35 Grad noch im Oktober und die niedrigste Temperatur, was war das? 20 Grad vielleicht, also auch das... nee, gestern hatten wir 16. Da hat es geregnet und dann war es wolkig, da hatten wir mal so 16. Wir hatten jetzt 2, 3 Regentage. Ja, so. Wetter lässt sich eh nicht planen, vor allem nicht hier auf der Insel. Da guckst du in die Wettervorhersage, die ist heute so, morgen ganz anders. Am besten verlässt man sich da auf das, was die Insulaner sagen. Also die Insulaner, die Sarden, die wissen, glaube ich, wirklich, wo hier der Hase langläuft, was das Wetter betrifft. Also von daher Oktober, klare Empfehlung. Auch das Meer, auch noch in Ordnung. Wird dann schon ein bisschen frischer, aber kann man trotzdem noch gut machen. Der Zeitraum war ja jetzt bei uns 16 Tage, empfinde ich als einen perfekten, wenn man so eine Mischung macht aus Urlaub, Touren fahren und ein bisschen Abenteuer durch die Offroad-Geschichten, wodurch man ja auch immer ein bisschen langsamer unterwegs ist, kilometermäßig geht da nicht so viel weg. Haben wir jetzt natürlich deutlich weniger gemacht als ursprünglich geplant. Wir hatten jetzt 2 Tage mit ein bisschen Offroad drin. Aber die Mischung war dennoch gut, sage ich mal. Finde ich auch. Finde ich. Und dafür waren auch 16 Tage perfekt. Ja. Man kann hier sicherlich auch in einer Woche die Insel umrunden oder das Ganze in 4 Wochen machen und dann sich noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Ich hatte gerade am Anfang das Gefühl, ich muss hier irgendwie alles sehen und hatte so einen inneren Druck, immer weiter zu kommen. Und deswegen sind wir gerade am Anfang auch mit weniger Pausen gefahren und haben uns dann nach hinten raus, was auch sehr gut passte, dann an der Westküste die Zeit genommen, die wir an der Ostküste nicht hatten. Mir persönlich hat die Westküste besser gefallen, von daher perfekt gemacht. Man sagt ja, Sardinien hat kaum eine Gerade und es ist das absolute Kurvenparadies. Dem Ruf, finde ich, wird die Insel absolut gerecht. Wenn man hier mal so ein bisschen abseits der größeren Straßen fährt, egal in welchem Bereich, in die Berge, was wir heute noch gemacht haben, das ist echt wirklich super kurvig, super geiler Asphalt, echt auch geile Kurvenkombinationen. Die Straßen sind einfach gut gebaut. Also das sind echt fast alles, würde ich sagen, Knieschleiferkurven, wenn man denn will. Das ist top, das macht wirklich richtig Bock, hier durchzufahren. Ja, die Route ist bei uns ja wirklich sehr spontan entstanden. Wir hatten da nicht wirklich was geplant. Wir haben das so immer nach Wetter und Bauchgefühl beziehungsweise ja, nachdem, wie wir so das Sena gekriegt haben, was ja dann am Ende in Cagliari war, ja, so ist das irgendwie echt spontan und von Tag zu Tag entstanden. Und ich finde, die Route war auch super. Einmal so um die Insel rum, zwischendurch mal einmal nach Nuoro rein ins Inselinnere und ansonsten einfach so, wie die Straßen kurvig aussahen oder die Offroad-Strecke ging. Die Menschen und die Kultur, das Essen der Sarden haben wir, wie ich finde, jetzt nur zum Teil kennengelernt. Wenn ihr Bock habt, noch mehr einzutauchen in die sardische Kultur, in das Essen der Menschen hier, dann empfiehlt es sich sehr, eine Unterkunft über Agriturismo zu buchen. Das Ganze findet ihr im Internet, aber auch hier immer wieder auf Schildern am Straßenrand angeschlagen. Denn dort könnt ihr von Bauern hier in Sardinien erleben, wie sie leben. Ihr lebt dort mit denen auf dem Hof und das für meistens eine Zeit, die mehr als 2 bis 3 Nächte geht. Deswegen hat es bei uns nicht geklappt. Wir waren ein bisschen zu spontan und da hat dann die Unterkunft, die wir nehmen wollten, leider keinen Platz mehr für uns frei gehabt. Das Ganze gibt es in Form mit Bed and Breakfast, also Übernachtung und Frühstück oder auch Halb- oder Vollpension, wo dann meist die Anbieter regional kochen für einen und somit lässt sich dann über das Essen
die Kultur nochmal anders erleben. Ich denke, sowas plant man besser, auch bevor man losfährt oder wenn man längere Zeit ist hier auf der Insel, dann macht das Sinn. Wir sind jetzt auch hier und da mal essen gegangen, haben dann eine Pizza bestellt oder uns selbst versorgt, wenn wir gekocht haben, meistens Nudeln. Das ist sicherlich nicht das klassischste italienische oder sardische Essen. Was wir allerdings hier wirklich genossen haben, ist den Wein. Ja. Den sardischen, der kam ja dann auch von Sardinien, das war ja sardischer Teils. Teils. Teils, ne? ja, teils, ja, teils. Muss man sagen, ja. Ja, genau. Oliven und Mozzarella. Mozzarella und das Fleisch war toll, was wir hier hatten. Ja. Ne? Typisch hierfür ist wahrscheinlich, also so wie es aussieht, vieles, was aus dem Meer kommt. Und das muss man natürlich auch mögen. Wie du aber leider nicht. Ja. So, damit war da schon ein großer Teil von dem raus, was da auf der Speisekarte stand sonst. Was Einkaufen und Essen angeht, hier ist es ähnlich, habe ich das ähnlich empfunden wie in Spanien, Portugal, wo man es ja eher so hat, dass man so kleine Läden hat, wo es kaum irgendwas gibt. Anders als in Frankreich, wo man immer eine riesen Auswahl in riesen Einkaufszentren, wo man noch Schuhe, T-Shirts und was weiß ich was neben seinem Hummer bekommen kann. Hummer? Ja, die haben ja richtig so Aquarien mit Lebendtieren drin und so, wo du alles bekommst. Hier ist echt empfehlenswert, was Fleisch und Käse angeht, das Ganze sich an der Theke frisch abschneiden zu lassen. Kostet auch nicht viel mehr und da hat man auf jeden Fall die deutlich bessere Qualität und das schmackhaftere Produkt. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Kosten. Also für die Fähre haben wir pro Person für eine Fahrt mit der Kabine und dem Motorrad ca. 110 € bezahlt. Von diesen 110 € macht die Kabine ca. 50% des Preises aus. Ich finde das okay, dafür, dass man auch wirklich dann ja, fast 10 Stunden Zeit hat zu schlafen auf der Fähre und fit zu sein, wenn man dann von der Fähre runterfährt. Insgesamt würde ich sagen, kostentechnisch bis auf die Preise der Campingplätze ist das alles in einem sehr guten Rahmen. Preise fürs Benzin 1,75 circa so im Schnitt bis 1,83 oder so. Die Unterkünfte, Hotels, findest du ja welche für 50 € die Nacht. Ich würde schätzen, dass wir jetzt für die 23 Tage, die wir jetzt auf der Reise sein werden, ca. 1.500 € pro Person ausgeben, mit allem, mit Benzin, mit sonstigen Kosten wie Mautgebühren und Essen. Und ich finde, das ist okay. Das ist im Schnitt so das, was wir auch für die Portugal-Spanien-Reise ausgegeben haben, wo wir allerdings viel mehr Kilometer gemacht haben. Ja, dafür die sind wir hier auch Campingplätze sind halt hier ziemlich teuer. Ne? Auf der Touri-Hochburg unterwegs, sage ich mal. Weil was man auch dazu sagen kann, ist halt, du bist so ein bisschen in diesem Zugzwang, wenn du im Zelt schlafen möchtest. Weil Wildcampen ist ja hier auf der Insel echt gar nicht so ein Ding. Das mache ich ja sonst auch gerne. Ja gut, Orte finden, könnte man vielleicht Glück haben. Aber überall liest man, dass hier wirklich das auch kontrolliert wird und patrouilliert und Wildcamper hier absolut unerwünscht sind. Von daher muss man ja irgendwie auf diesen Campingplatz, wenn man im Zelt schlafen möchte. Als wir da gestern Abend so ziemlich schlaflos im Zelt lagen, haben wir gedacht, dass uns das Wildzelten echt fehlt. Also diese Orte hier, diese Campingplätze, die sind halt voll mit Touristen und das meiste davon sind Deutsche. Das heißt, man hat eigentlich gar nicht so das Gefühl, im Urlaub zu sein oder weit weg, sondern halt irgendwo in Deutschland. Und uns beiden geht da wirklich so das Reisefeeling verloren, weil das bedeutet ja irgendwie an fremden Orten zu sein, die Sprache nicht zu verstehen, eine andere Kultur kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man sich auf diesen Campingplätzen aufhält, hat man da kaum eine Chance zu. Wo man sich dann an der einen oder anderen Stelle auch fragen muss, was wir auch getan haben, lohnt sich da nicht vielleicht sogar ein Hotel? Und da hatten wir ja zum Beispiel eins, was nur knapp über 50 € gekostet hat. Da ist die Preisdifferenz zwischen knapp 40 € Campingplatz und 55 € Hotel nicht so groß und dafür hat man ein eigenes Bad, eigenes Bett und alles und seine Ruhe. Da ist man eigentlich mit dem Hotel dann an manchen Stellen schon sogar besser dran. An- und Abreise hier nach Sardinien aus dem Münsterland ist super angenehm gewesen, finde ich. Also Abreise kann ich jetzt noch nicht sagen, aber so wie wir es geplant haben, ist das Ganze immer nur so mit 2 Fahrtagen verbunden. Die 1300 Kilometer vom Münsterland aus bis nach Sardinien bzw. bis nach Genua, von wo wir dann die Fähre ausgenommen haben nach Olbia. Völlig okay und dazwischen haben wir uns halt immer auch einen Ort gesucht, wo wir dann nochmal bleiben können, um nochmal einen Ruhetag einzulegen und zum Beispiel den Comer See oder jetzt auf der Abreise Sonthofen, also das Allgäu, zu genießen.
Und ich finde das richtig gut, weil man hat quasi so einen Tag, wo man von der Fähre aus fährt und dann kommt man einfach nochmal an einem Ort, wo man sonst im Alltag nicht ist und dann nochmal einen Fahrtag bis nach Hause. Das macht einfach Spaß. Man hat nicht so total die Anstrengung von nur Motorradfahren über Autobahn und Strecke machen und gleichzeitig ist einfach ja auch die Zeit schön gefüllt. Ja, und selbst das, wenn man ein bisschen härter drauf ist und durchzieht, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, würde sogar auch das an einem Tag gehen. Wenn man die Fähre, so wie wir, bucht, dass die über Nacht fährt, dann legt die um 21:30 Uhr ab. Man sollte, glaube ich, 18 Uhr irgendwie sowas, sollte man am Fährhafen sein. Aber bis dahin kannst du eigentlich gut durchfahren und ja, es ist auch an einem Stück zu schaffen. Ne? Wenn man in der Schweiz die Vignette hat. Ja. Kommt auch drauf an, von wo man kommt. Man muss ja nicht zwangsläufig durch die Schweiz. Ja, nochmal Sardinien, ja oder nein? Ich würde als nächstes eher Korsika nochmal anfahren. Da war ich ja 2021 schon. Und die Insel hat mir jetzt so vom aktuellen Gefühl her besser gefallen als Sardinien. Einfach weil sie touristisch nicht ganz so überlaufen war zu dem Zeitpunkt. Ich war da alleine unterwegs, vielleicht ist das auch nochmal anders, dass ich das da irgendwie anders wahrgenommen habe. Da war ich auch noch ein bisschen jünger, vielleicht liegt das auch daran. Ich weiß es nicht, aber also da würde ich jetzt einfach nochmal gerne hin, um zu gucken, wie sich die Situation da aktuell so macht. Und Sardinien dann vielleicht nochmal in 10 Jahren oder so. Würdest du nochmal herkommen? Also für mich fühlt sich das jetzt auch erstmal so, ich nenne es jetzt mal abgefrühstückt an. Also ich habe hier genug gesehen, um einen Eindruck zu bekommen. Es hat mir auch zu großen Teilen Spaß gemacht, aber auch nicht, auch jetzt nicht so viel, dass ich sage, so, ich freue mich schon auf nächstes Jahr, dann fahre ich hier wieder hin. Anders geht es mir zum Beispiel mit Frankreich, da könnte ich immer wieder hinfahren. Alpen finde ich einfach mega, die Strecken, die Aussichten und das ist sowas, das macht mir immer wieder Bock. Und hier würde ich jetzt sagen, da warten erstmal genug andere Orte, die mich da interessieren. Nichtsdestotrotz ist das hier eine super Sache. Also ich würde es trotzdem weiterempfehlen und sagen, dass man das auf jeden Fall gut machen kann. Ja, absolut. Ja. Also deswegen von uns beiden gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben für Sardinien. Genau, und über euren Daumen unter diesem Video freuen wir uns auch sehr, genauso wie über einen Kommentar. Wart ihr schon mal auf der Insel? Was hat euch am besten gefallen? Oder findet ihr, es gibt Dinge, die gehen gar nicht hier? Und ansonsten haben wir für 2025 schon viele gute Ideen, wo es mit den Motorrädern hingehen kann, wo wir beide auch noch nicht waren. Und ich bin total gespannt, wo es da so uns hinführt. Und wir freuen uns sehr, euch dahin mitzunehmen. In diesem Sinne, erstmal danke fürs Zuschauen bis zum Schluss hier. Danke an dich, dass du so ein toller Reisepartner bist. Klaut sie mir hier den Text von der ersten Aufnahme, ne? Alles. Danke an alle, die bis hierhin die Sachen verfolgt haben. Danke an alle, die bisher alles kommentiert haben. Und danke an dich für die gute Zeit und die schöne Reise. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Dir auch. Ciao.